In diesem Video gibt es eine komplette Übersicht über die wichtigsten Muskeln in deiner unteren Extremität, damit du weißt, welche Muskeln es dort gibt, wie sie heißen, wo sie liegen und auch welche grobe Funktionen sie haben. Wir starten mit den Muskeln, die über das Hüftgelenk ziehen, gehen dann zur Oberschenkelmuskulatur und Unterschenkelmuskulatur weiter bis runter zum Fuß und dann drehen wir das Skelett einmal rum und schauen uns die Rückseite deiner unteren Extremität an. Von den Waden geht es dann wieder nach oben bis hoch zur Gesäßmuskulatur. Na, bereit? Los geht's! Starten wir jetzt aber mit den Muskeln der unteren Extremität und mit einem der spannendsten Muskeln generell in deinem Körper, der Musculus iliopsoas. Vielleicht hast du auch schon von ihm gehört. Dieser Muskel, der im Inneren deines Bauchraums liegt, ist dein stärkster Hüftbeuger. Also der Muskel, der dein Knie zum Bauch heranzieht. Sein etwas seltsamer Name setzt sich aus den beiden Anteilen zusammen, aus denen er besteht. Zum einen der Musculus iliacus, der in der Beckenschaufel, dem sogenannten Os ilium, liegt. Daher kann man sich diesen Namen für den Muskel auch super einfach merken. Und zum anderen aus dem darüber verlaufenden Musculus psoas major, der hier von deinen Lendenwirbeln aus loszieht. Psoas bedeutet übersetzt auch einfach nur die Lende. Der Psoas major ist also der größere Lendenmuskel. Und zusammen zieht dann der Musculus iliacus mit dem Musculus psoas major als Musculus iliopsoas runter zu deiner Oberschenkelinnenseite. Und durch seinen Ursprung an den Lendenwirbeln wirken da natürlich extrem viele Kräfte auf den unteren Rücken, wenn du überlegst, dass dieser Muskel ja versucht, dein gesamtes Bein heranzuziehen. Und durch das viele Sitzen und viel zu wenig Bewegung im Alltag, zumindest bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung, hat dieser Muskel die Tendenz, sich sehr stark zu verkürzen. Naja, und dass deinem unteren Rücken das auf Dauer nicht gefällt, ist ja kein Wunder. Aber kommen wir jetzt zur Oberschenkelmuskulatur. Starten wir in der Tiefe mit den Hüftadduktoren, also den Muskeln, die dein Bein wieder zur Körpermittellinie heranziehen. Und praktischerweise verraten dir auch schon die meisten dieser Muskeln das in ihrem Namen. Wir haben ganz tief im Inneren deines Oberschenkels den Musculus adductor magnus, also den größten Adduktorenmuskel. Der zieht mit seinem sehnigen Anteil sogar bis runter zum distalen Oberschenkel. Und ganz oben an diesem Muskel zweigt sich noch der Musculus adductor minimus von ihm ab. Eine Schicht darüber liegt der lange Adduktorenmuskel, der Musculus adductor longus. Und wenn wir ein Stück weiter proximal gehen, da haben wir dann den kurzen Adduktorenmuskel, den Musculus adductor brevis. Und wenn wir gerade schon dabei sind, gibt es hier auch noch den Musculus pectineus. Der verdeckt den Musculus brevis fast vollständig. Und ganz an der Innenseite deines Oberschenkels zieht noch ein weiterer Muskel entlang, den wir nicht vergessen dürfen. Der Musculus gracilis, der seinem Namen wirklich alle Ehre macht mit seiner schlanken und dünnen Form. Ganz schön grazil. Der Musculus gracilis ist aber der einzige der Hüftadduktoren, der runter bis über das Knie zu deinem Unterschenkel zieht. Und dementsprechend hat er dort auch noch seine Zusatzfunktionen. Kommen wir jetzt aber zu dem etwas offensichtlicheren Oberschenkelmuskel, dem Musculus quadriceps femoris, der seinem Namen entsprechend 4 Quadri Muskelköpfe Zeps hat. Der Quadrizeps ist also der vierköpfige Muskel. Viele denken übrigens, dass der Musculus quadriceps femoris für die Hüftbeugung zuständig ist. Das stimmt aber nur teilweise. Denn nur ein einziger der 4 Muskelköpfe zieht überhaupt über das Hüftgelenk, nämlich der Musculus rectus femoris, also der gerade verlaufende Anteil des Musculus quadriceps. Der setzt oben vorne am Becken an und zieht dann über die Kniescheibe runter bis zum Schienbein. Daher unterstützt er als einziger der 4 Muskelköpfe den Musculus iliopsoas bei der Hüftbeugung. Das bedeutet, alle anderen Anteile sind nur für die Kniestreckung, also die Knieextension, zuständig. Wir haben auf der Innenseite den Musculus vastus medialis und auf der Außenseite den Musculus vastus lateralis. Und ihre Bezeichnungen verraten ja auch schon ihre Lage durch die Lage- und Richtungsbezeichnungen medial und lateral. Das ausführliche Video dazu habe ich dir hier oben mal verlinkt. Aber es sind doch 4 Muskelköpfe. Wo ist jetzt der 4.? Dafür müssen wir den Musculus rectus femoris einmal zur Seite nehmen und darunter verborgen liegt der Musculus vastus intermedius. Bevor wir aber zu den Muskeln am Unterschenkel kommen, schauen wir uns noch einen weiteren Muskel an, der hier einmal quer über den Quadrizeps drüber verläuft. Der Musculus sartorius. Der entspringt auch wieder vorne oben am Becken und zieht dann einmal quer verlaufend an die Innenseite deines
Unterschenkels. Und durch diesen speziellen Verlauf führt er in Hüft- und auch Kniegelenk genau die Bewegung aus, die du brauchst, für in den Schneidersitz zu kommen. Daher wird er im Deutschen auch Schneidermuskel genannt. Das ist übrigens super praktisch zu wissen, um sich seine Funktionen herzuleiten. Ich gehe dafür auch immer Schritt für Schritt die einzelnen Bewegungen für den Schneidersitz durch. Hüftflexion, Hüftabduktion, Hüftaußenrotation, Knieflexion und Knieinnenrotation. Und übrigens ziehen sowohl der Musculus sartorius als auch der eben schon erwähnte Musculus gracilis an genau denselben Punkt an deinem Unterschenkel. Und das ist übrigens ein super Tipp, um die Muskeln zu lernen. Versuch, Muster zu erkennen. Muskeln, die gleich heißen, Muskeln, die den gleichen Ursprung oder den gleichen Ansatz haben und später dann auch Muskeln, die von denselben Nerven innerviert werden. So kann dein Gehirn nämlich diese ganzen Eigenschaften viel einfacher vernetzen und dadurch bleibt das Wissen viel schneller und langfristiger hier oben hängen. Mir hat das damals auf jeden Fall super geholfen. Übrigens, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, zu welchen Muskeln oder Muskelgruppen ihr euch spezifischere Videos wünscht. Dieses Video hier ist nämlich auch aufgrund eines Themenwunsches auf meiner Lernplattform entstanden. Weiter geht es jetzt aber eine Etage tiefer mit den Muskeln des Unterschenkels. Starten wir auch hier wieder in der Tiefe. Hier siehst du den Musculus extensor hallucis longus. Das ist der Muskel, der dafür verantwortlich ist, dass du deine Großzehe, den sogenannten Hallux, nach oben ziehen kannst. Daher auch extensor hallucis, der lange Großzehenstrecker so gesehen. Und für die restlichen Zehen ist der Musculus extensor digitorum longus zuständig, der mit seinen 4 Sehnen jeweils zu einem Zehenendglied zieht. Kommen wir damit zum letzten Muskel deiner Schienbeinvorderseite und dieser Muskel verrät dir das auch schon. Der Musculus tibialis anterior, der vordere Schienbeinmuskel. Wenn dich die Namen der Muskeln noch verwirren sollten, dann schau dir unbedingt dieses Video hier oben als nächstes an. Das ist ein absolutes Cheat-Video, um den Code hinter diesen verwirrenden Namen endlich zu entschlüsseln. Weiter geht es jetzt aber mit den Fußflexoren, also den Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass du dich auf die Zehen stellen kannst. Hier haben wir zum einen an der Unterschenkelaußenseite den Musculus fibularis longus, der seinem Namen schon zu entnehmen an deinem Wadenbein, der Fibula, entlangläuft und dann unter dem Fuß von außen nach innen zieht. Und für die restliche Wadenmuskulatur drehen wir das Skelett jetzt einmal rum. Hier siehst du den Hauptteil deiner Wadenmuskeln, aber nehmen wir jetzt alle Schichten einmal weg und fangen in der Tiefe an. Das hier ist der Musculus tibialis posterior, also quasi der Gegenspieler zum eben erwähnten Musculus tibialis anterior, der auf deiner Schienbeinvorderseite liegt. Außerdem haben wir hier noch medial davon gelegen den Musculus flexor digitorum longus, also deinen langen Zehenbeuger. Und lateral haben wir den Musculus flexor hallucis longus, also den langen Großzehenbeuger. Auf deiner Unterschenkelrückseite haben wir also auch wieder einen spezifischen Muskel, der nur für deine Großzehe zuständig ist. Das ist auch der Grund, weswegen wir die Großzehe so unfassbar gut separat von allen anderen Zehen bewegen können. Das sind also deine tiefen Wadenmuskeln, die allesamt unter dem Fuß entlanglaufen und teils sogar bis zu den Zehen ziehen. Der Grund, warum so viele Muskeln im Unterschenkel liegen, aber zu den Zehen ziehen, hat ganz einfache Gründe. Das liegt einerseits daran, dass sie dadurch einen viel längeren Hebel und dadurch viel größeren Einfluss haben und andererseits wäre es wahnsinnig unpraktisch, wenn diese ganzen Muskelbäuche in deinem Fuß drin liegen würden. Stell dir das mal vor, dein Fuß wäre exorbitant dick und super uneffizient. Durch diese ganzen feinen Sehnen der Muskeln, die aber ihre Muskelbäuche im Unterschenkel haben, bleibt der Fuß schön dünn und kann sich perfekt bewegen. Weiter geht es mit den offensichtlicheren Vertretern deiner Wadenmuskulatur. Zum einen haben wir den Musculus soleus. Der wird im Deutschen auch als Schollenmuskel bezeichnet aufgrund seiner flächigen und sehr fischähnlichen Form. Und der Musculus soleus zieht dann gemeinsam mit dem darüberliegenden Musculus gastrocnemius über die Achillessehne bis runter zur Ferse, dem Calcaneus. Daher werden diese beiden Muskeln, also der Musculus soleus und der Musculus gastrocnemius, auch als Musculus triceps surae bezeichnet. Also, falls du mal diesen Begriff hören solltest, dann weißt du, dass es sich dabei um deine oberflächlichen Wadenmuskeln handelt. Trizeps übrigens deswegen, weil sie insgesamt 3 Muskelköpfe haben. Wir haben einen vom Musculus soleus und 2 vom Musculus gastrocnemius, der an der Innen- und Außenseite deines Oberschenkels schon loszieht über das Kniegelenk bis runter zur Ferse.
Daher ist der Musculus gastrocnemius auch der einzige Wadenmuskel, der über das Kniegelenk zieht und dementsprechend bei der Kniebeugung, also bei der Knieflexion hilft. So, die Wadenmuskulatur, die kennst du jetzt. Also ist es an der Zeit, eine Etage weiter hoch zur Oberschenkelrückseite zu gehen. Hier haben wir die ischiochorale Muskulatur. Darunter versteht man die Muskeln, die vom Os ischii, deinem Sitzbein, also diesen Ausbuchtungen unten am Becken, bis runter zum Krus, dem Unterschenkel ziehen. Das sind insgesamt 3 Muskeln, die unter Sportlern auch oft als Hamstrings bezeichnet werden. Also Hamstrings und ischiochorale Muskulatur ist absolut dasselbe. Zum einen haben wir hier den Musculus semimembranosus und den darüber liegenden Musculus semitendinosus, die gemeinsam dann zur Innenseite deines Unterschenkels ziehen. Und zum anderen haben wir den Musculus biceps femoris, der zur Außenseite deines Unterschenkels zum Wadenbeinköpfchen, dem Caput fibulae, zieht. Alle 3 Muskeln ziehen über das Hüftgelenk, weswegen sie dort für die Hüftstreckung, also die Hüftextension, verantwortlich sind. Und auch für die Hüftadduktion, also das Heranziehen des Beines zur Körpermittellinie. Mehr dazu aber hier oben in dem Video. Kommen wir jetzt zum letzten Teil, nämlich der Gesäßmuskulatur. Der Muskel, der unseren Po so schön groß und rund macht, das ist der Musculus gluteus maximus. Seinem Namen zu entnehmen der größte Gesäßmuskel. Er ist für die Hüftstreckung, also die Hüftextension und auch die Außenrotation deines Oberschenkels mitverantwortlich. Ganz verrückt bei diesem Muskel ist, dass er sowohl eine Abduktion als auch eine Adduktion durchführen kann. Und das liegt einfach daran, dass die kranialen Fasern des Muskels oberhalb der Gelenkachse, die einmal von vorne nach hinten durch das Hüftgelenk durchverläuft, herziehen und dadurch das Bein zur Seite abheben und dementsprechend eine Abduktion machen. Für alle, die das Video zu den Ebenen und Achsen schon gesehen haben, gemeint ist die sagittottransversale Achse. Die kaudalen Fasern dieses Muskels ziehen jedoch unterhalb dieser Achse entlang und machen daher eine Adduktion. Also sie ziehen das Bein wieder zur Körpermittellinie heran. Aber der Musculus gluteus maximus ist natürlich nicht der einzige Gesäßmuskel. Unter ihm liegt halb verborgen der Musculus gluteus medius. Und dieser Muskel ist wahnsinnig wichtig für die Hüftabduktion und auch die Stabilisierung des Beckens. Sind die kleinen Gluteen, also der Musculus gluteus medius und der noch darunter verborgene Musculus gluteus minimus, nämlich viel zu schwach, dann kippt das Becken auf der gegenüberliegenden Seite ab. Sie sind also absolut essentiell dafür, dass beim Gehen oder beim Einbeinstand das Becken schön stabilisiert wird und nicht absinkt. So, und damit kennst du jetzt die wichtigsten Muskeln deiner unteren Extremität. Und ja, das waren noch nicht alle Muskeln, aber wirklich schon ein riesengroßer Teil. Und je nachdem, wann du dieses Video siehst, gibt es auch schon die anderen beiden Folgen zu den wichtigsten Muskeln des Rumpfs und der oberen Extremität, die dann hier jetzt eingeblendet sein müssten. Falls nicht, dann abonniere doch gerne den Kanal, um diese Videos in den nächsten Tagen nicht zu verpassen. Und ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!